Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel 2. Heute mal wieder ohne Stimme, zumindest in den ersten Minuten. Meistens beruhigt sich das ja im Laufe der Zeit. Wir sind beim letzten Mal hier in Ruhr auf Erkundungstour gewesen, mal wieder, weil hier nach den jüngsten Ereignissen wieder jeder NPC was Neues sagt. Und ich bin immer noch auf der Suche nach irgendwelchen neuen Sachen, Stories, Sidequests, Büchern, Rezepten, egal was die Leute gewillt sind, uns zu übergeben. All in all, Mary's a kind, pleasant person. She might be a noble, but I've never heard one word of complaint about the way we live, and she's always helping out. Better yet, she's patient enough to tolerate Makarov's scatterbrained nature, which, trust me, is an absolute must. If I'm being honest, I can't think of a better marriage candidate for him. And to top it all off, it seems like she truly loves him. I should run all this by my husband and see what he thinks. Ja, ich würde aber sagen, das sollen die beiden doch selber entscheiden, oder? I've been watching Mary carefully to see whether or not she's a good match for Makarov, and I'm happy to say she is. My only concern is that she seems a little passive, sag mal active und passive, ne? I've never once seen her try to haggle while she's shopping. She may be right for him, but I've still got a lot to teach her as her new sister-in-law. I can see I've got my work cut out for me. Ich finde, auch wenn sie voll des Lobes für Mary ist, dass sie trotzdem sie ein bisschen zu hart rannimmt. Also wenn man bedenkt, was Makarov halt für ein Typ ist. Also nicht, dass an ihm jetzt alles schlecht ist, aber Mary zu hinterfragen, sie zu testen, sie zu challengen. Ich meine, so sind Schwestern wahrscheinlich. Ich wäre da vielleicht auch so, aber wenn sie ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann müsste sie bei Mary vermutlich gar nicht so übervorsichtig sein. As I keep saying, Instructor Makarov and I are nothing more than co-workers. Ja, und das kommt auch noch hinzu. Ich vergesse das immer wieder, weil die steigert sich da immer so rein, die Schwester, dass man immer denkt, die sind wirklich kurz davor zu heiraten, aber Mary will ja scheinbar nicht. That's not what I hear. I hear that Scruffy Slacker helped you get out of Trista in the first place. Ja, und? Deswegen muss sie ihn doch nicht ehelichen. And you never escape mention in Min's letters. No, ma'am. And you never escape mention in... Achso, okay, doch, verstanden. If it weren't for this pesky war, I'd start planning the wedding now. Ich finde, dass sie übergriffig ist, Punkt. With all due respect, I'm fairly certain Min's comments about me are purely speculation. Instructor Makarov is certainly a wonderful colleague, but... Don't worry, I understand. I'm worried about him too. I'm sure he'll be fine. You just need to have faith in him. Mary, du solltest das Weite suchen und ganz schnell irgendwo anders unterkommen. Das wäre meine Empfehlung. Weil am Ende sind überall nur zerbrochene Herzen, heulende Menschen, enttäuschte Erwartungen. Obwohl Mary von Anfang an, glaube ich, das gesagt hat, was sie jetzt auch gerade versucht hat zu sagen. Aber es stößt auf taube Ohren. Ja, Kommunikation halt, ne? So, dann gucken wir jetzt mal wieder hier vorbei. Wen haben wir denn hier? Wen dürfen wir heute hier begrüßen? Die üblichen Verdächtigen. I hear the hijacking was the work of some HIER dropouts. They've been known to leave military monsters and weapons unattended just to disturb the public. Needless to say, they haven't exactly endeared themselves to us commoners. Jägers are pretty common here in Erebonia. Doesn't make their presence any less displeasing to us commoners, though. Ja, ich glaube, die mag irgendwie keiner so wirklich gerne, oder? Außer man war mal selber Teil von denen und ist da so ein bisschen anders gepolt, wie zum Beispiel Vieh. The tea here is sublime. Harvest and Gregor's work ethic, meanwhile, is anything but. I'm really going to have to bring those two crashing back to reality sooner rather than later. Na dann, I think it's about time those who had a heaping serving of reality. Those two had a heaping serving of reality. Well, unless they really want to fail this year anyway. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer die beiden sind. Bestimmt habe ich mit beiden hier in Ruhr schon mal gesprochen, aber die Namen, die kann ich gerade nicht irgendwie einem Ort zuordnen oder so. Also irgendeinem Gebäude oder ob die jetzt hinter irgendeiner Theke standen oder keine Ahnung. So, hier kaufen wir nichts, aber auch weil wir nicht kaufen können. Haha, kein Geld.
How nice to see that the hijacking incident ended without incident. I thought I understood that security was stretched thinner in wartime, but the reality didn't hit me until now. It's scary to think that something like that could happen again anytime, at any time. The city might be alive again, but that doesn't mean things are back to normal just yet. It's scary to think that something like that hijacking could happen again at literally any time. Das ist wohl so. Wir müssen auf die schlimmsten Szenarien immer vorbereitet sein, bestenfalls. So, immer wenn ich hier bin, vermisse ich Claire. Und je länger sie nicht mehr Teil unserer Gruppe ist, umso mehr. Das hat sich gerade voll gereimt und war keine Absicht. So, ich habe mir das zwar am Ende alles so ein bisschen zusammengefasst, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, hier was auszulassen. So, wir werden jetzt 2 Sachen noch nachgehen. Einmal... Ich kann mich nicht direkt in die Mine porten, ne? Das müsste ich dann von der Courageous aus vermutlich tun. Ja, ich komme nur hier hin. Alles klar, dann mache ich das mal eben schnell. Es geht nämlich um die Taschenuhr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was wir hier abholen sollten, aber dieses grüne Ausrufezeichen, das untermauert, dass ich das richtig in Erinnerung hatte. Hier sind wir ja vor nicht allzu langer Zeit schon gewesen, deswegen habe ich das ein bisschen beschleunigt. Mit allen hatten wir ja auch schon gesprochen. Hello! No? I think we should ask him if he knows where we can get that special alloy sheet. We might as well try, right? Excuse me? Hey, you need something? They explained why they were looking for a special alloy sheet. I get you now. Well, you're in luck. We've got more of them than we know what to do with. I think I actually remember handing one off to Elisa's dad way back then. Really? That's right. Can't believe it took me until just now to realize why he was so happy about the damn thing. But if he was using it to make a present for his wife, it makes perfect sense. Yeah, he always used to get so excited when he was making something new, almost like a child. You've got that right. Anyway, we've got tons of fragments like the one I gave him in here. Just head on in and ask around at the station. Just tell whoever's on duty in there that I sent you and he'll give you exactly what you need. Thank you so much. We'll head in there right away. No problem. Good luck fixing that watch. Dankeschön. Aber wir mussten noch zu einer dritten Person, glaube ich. Oder einem dritten Ort, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, übrigens neue Aufnahmesession und so heute. Das nur als Hintergrund, warum, wieso, weshalb. Kein Ausrufezeichen? Oder ist es hier? Oh, jetzt muss ich hier nochmal den ganzen Weg rüberlaufen. Ich erinnere mich noch bei meinem letzten Besuch hier, wo ich so enttäuscht war, dass er am Ende uns nichts geschenkt hat. Aber gut, wenn der jetzt hier in diese Sidequest eingeflochten wird, dann hat er ja doch noch seine Funktion irgendwie. Excuse me, do you have a minute? Rin explained that they were searching for a very thin special alloy sheet. Really? And it doesn't have to be very big? Yeah, we've got plenty of those left over. Hold on just a sec, I'll go get you one. Thank you so much. Könnte man voll das Geschäft auch machen damit, wenn die so viele davon über haben, weil der Typ im Jackass, der hat doch gesagt, dass die voll selten sind, oder? Here you go. Special alloy sheet. Cool. Wow, it really is thin. Kinda springy too. You'd be surprised just how tough it is. You need the special equipment to cut through it for processing. Anyway, don't know what you're gonna use it for, but I hope it works out for you. Thank you again. Wer kann denn bei Alisa schon Nein sagen? Not often we get orders to give scraps out from the mine chief himself. I don't know what you're gonna use it for, but I hope it works for you. Das denke ich auch. Ey, der hat was Neues gesagt. Der hat was Neues gesagt und mit dem Rudolf draußen habe ich nicht noch ein weiteres Mal gesprochen. Ich hole das mal eben nach. So viel Zeit muss sein. Hi. Oh, hier geht's pleite big... Ach nee, das ist alt. Okay, der da drin hat nur was Neues gesagt. Das hier weiß ich noch, daran erinnere ich mich noch. Okay, so, da muss ich jetzt einmal kurz eine andere Sache nochmal checken. Das müsste ja als Quest hier, ja, Father's Pocket Watch hinterlegt sein. We received a special alloy sheet from the miner at the station. Ja, aber reicht das jetzt schon?
3 Sachen. We might find this at a research facility. Das haben wir noch nicht, oder? This one we have to ask. Achso, wir haben noch gar nichts. Das war jetzt das Erste, was ich davon mitgenommen habe. Aber Gwyn könnten wir eigentlich gleich besuchen gehen, weil die North Highlands, die sind ja eigentlich schon durch. Das heißt, da muss ich dann auch nicht nach links und rechts schauen. Ich glaube, ich bin mit Ruhe eigentlich noch nicht durch. Warte mal. Jetzt habe ich mich selber hier schon wieder ins Chaos geschmissen. Also, erstmal gehe ich hier hin, weil wir hier Gwyn das letzte Mal angetroffen haben. Ich wollte nämlich noch NOCH Highway einmal ablaufen und gucken, ob es da noch was Neues gibt. Hä? War Gwyn nicht immer hier Alter, was ist mit meiner Stimme los? So, jetzt ist hoffentlich ein bisschen Ruhe. Tut mir echt leid, ey, aber ich kann nicht vor jeder Folge 5 Minuten Testquatschen machen und Selbstgespräche führen. Also ich könnte schon, aber das, weiß ich nicht. Das, halte ich für nicht zielführend vom Zeitansatz her. So, wo ist jetzt Gwyn? Das ist die große Frage. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn beim letzten Mal noch vor dem ersten Zelt gesehen habe auf der rechten Seite. Ich gucke mal eben in seinem Haus vorbei und wenn er da nicht ist, dann würde ich beim Settlement mal vorbeischneien und gucken, was da so abgeht. Ey, irgendwie kann ich heute auch nicht laufen. Ich kann heute gar nichts. Das ist einfach der Fail-Part vor dem Herrn. Ich sag's euch. So. Ah, ne, hier kann ich jetzt nur die... Ne, warte. North Highlands Nord. Hier komme ich wieder raus, ne? Ja, aber dann... Wenn der jetzt umgezogen ist, also entweder ich habe jetzt was falsch in Erinnerung, aber wenn er jetzt wirklich noch umgezogen sein sollte, was er nicht ist, sonst hätte ich hier ein grünes Ausrufezeichen. Ist der jetzt in irgendeiner Hütte oder was? Ich bin gerade komplett irritiert. Wo soll der denn sein? Ich guck mal kurz ohne euch, weil ich jetzt hier schon irgendwie gefühlt so viel Zeit versemmelt habe. Hä, da ist er doch. Der war doch gerade nicht eingezeichnet, oder was war gerade mein Problem? Ich bin von der... Also, keine Ahnung. Das muss ich mir in der Nachbearbeitung mal angucken. Kein Plan. Ich hatte das auf jeden Fall richtig in Erinnerung. Hi, Gwyn. Grandfather, can we ask you something? Shoot! They explained that they were trying to fix the pocket watch that Elisa's father made and asked about the micro-oscillator. Oh, you're trying to fix that thing up, are you? That's not gonna be easy. I think I know what you're looking for, though. You do? Yep. He came to me when he was making the thing originally, you see. He wanted to know if I knew of a more stable material than what's usually used in an oscillator. A more stable material? Take it you're not much of a watch expert. The more stable the material used, the more precise and accurate the oscillator. Anyway, it just so happened that I knew of just the thing. And that was? Perhaps the most stable material in this world. Zemurian ore. Das war irgendwie zu erwarten. Zemurian ore? He used that to make an oscillator? No one knew how to process the stuff at the time, but I'm guessing he just found a small enough piece and used it as is. So that was the secret to its accuracy. I can only imagine how much effort he must have gone to in order to find even a grain of that stuff, and yet Mother just dumps it onto Jackass like she doesn't even care. Easy, Elisa. Anyway, if that's what we're looking for, we should head back to the Courageous. Maybe George will have some we can use. Yeah, you're right, let's go. Kann es sein, dass diese Research Facility, dass ich einfach zum Institute nochmal hin musste? Oder irgendwie zu Schmidt? War da nicht was? With that, they hurried back to the Courageous and went straight to speak to George. Automatisch? Ja, danke Spiel. Danke. Anyway, that's why we came to you. Whoa, I had no idea anyone had ever made a pocket watch like that. The idea of using Zemurian ore as one is ingenious too. I wouldn't mind learning more about it myself. So, would you happen to have any high purity Zemurian ore that you could spare? Even the tiniest amount will do. Sure, if that's all you need, that won't be a problem at all. Hold on a sec, if you don't mind. I want to find you a good piece. Thanks, George.
Aber der geht jetzt schon an die Teile ran, die wir eigentlich für Valimar vorgesehen haben, oder? Sorry for the wait, this should do the job. The purity is pretty close to 100%, so it should fit your needs perfectly. Dankeschön. So this is what formed the heart of Father's pocket watch. Thank you so much, George. Haha, don't worry about it. You were the ones who brought the Zemurian ore back here in the first place. Das stimmt wohl. Alright, I think that's everything we need. Can we head back to Jagger's place and have him fix it up now? She's really fired up about this. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder extrem kleinlich wirken, aber wisst ihr, was ich an der ganzen Sache nicht gut finde? Dass wir uns einfach an dem Zemurian Ohr bedienen für Alisa, ohne die Gruppe zu fragen, so. Also, es sei, also wenn, vielleicht ist das wirklich eine Kleinstmenge, die dann für Valimar keinen Unterschied macht, das kann natürlich sein, aber trotzdem haben ja alle dafür gearbeitet, das ranzukarren und wir haben das ja für einen Zweck getan. Und dann wird das einfach für was anderes verwendet und das finde ich nicht fair und transparent. Das ist nur meine persönliche Meinung. Und gerade Reen, der ja immer so auf Teamgeist und so setzt und alle immer irgendwie versucht mit einzubinden, der hat das hier nicht getan. Aber vielleicht bin ich da auch sogar noch engstirniger als Reen, wer weiß. Oder, keine Ahnung, loyaler oder ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen will. Ich habe doch gerade ein Ausrufezeichen grünes gesehen. Hä? Warte mal. Das war aber hier unten, war das gerade so blass. Da. Warum ist denn das so? Guck mal, das ist doch auf einer Ebene höher. Aber wenn ich nach oben gehe, sehe ich das nicht. Also heute bin ich... Man könnte echt meinen, ich hätte mich hier mit 3 Promille rangesetzt, aber ich schwöre euch, ist nicht so. Es sind nur 2,8. So, nee, ich gehe jetzt mal zum Institut. Ach, nee, ich weiß, ich habe die Erklärung. Das ist, das Ausrufezeichen ist bei dem Jackass-Ding. Und das ist ja so auf halber Höhe. Das ergibt dann wieder Sinn und hier gab es nichts weiter zu holen. Vielleicht bin ich auch letztes Mal hier gewesen. Oh my god, I'm so confused. I'm pretty sorry. Use the elevator. Jawohl. Einmal bitte einsteigen. Der war nicht ausgeleuchtet, habt ihr das gesehen? Eine richtige Blackbox, in die wir hier einsteigen. Ungeil. Ungeil und ungemütlich. Aber so sind sie in Ruhe. Einfach der Technik hinterher. Überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Richtige Hinterwäldler. Guten Tag. Oh, well, looky here. Your kid's got all the parts we need. You bet. Think you'll be able to fix the pocket watch now? They handed the parts over to Jackass. Woohoo! With all these, should be able to, yeah. Well, now that I've got all the parts, I figure I'll stick them all together eventually. I'm just poking fun. Wouldn't want to keep you watching all that long. Should get started around my second drink of the night. Fine, stop staring daggers. Actually, if you're so bound and determined to get this thing fixed, how about you do it? What, me? Are you sure? Sure as shooting, hell, it's only right. But if you're not sure you're up to the task, I can take care of it. No, I want to. Let me at least try. Was lacht sie denn da so um die Ecke? Wow, it really is important to her. Of course, let me process the alloy sheet for you first though. Betcha the tools are still up in his room. Give it a look-see and I'm sure you'll find them. Of course, thank you. Ja, Alice hat man schon lange nicht mehr so hibbelig erlebt. With that, they immediately set out for the Rainford family residence to collect his tools and fix the pocket watch. Kriegen wir da ein neues Accessoire am Ende vielleicht sogar? So, this goes here and that's connected to that other thing there. So, how's the patient? You think you can fix it? I think Dr. Elisa can guarantee a full recovery. My father taught me everything I know about mechanical engineering, so I've got a pretty good idea of how he thinks his design quirks, all the weird stuff that makes an engineer. That makes sense. I presume that's what Jackass was referring to when he said that it was only right that you do it yourself. Yeah, grandfather taught me a lot of things, but my engineering know-how is all from my father. You could say I wasn't just his #1 daughter, but his #1 student too. And from what I've heard, Jackass taught him almost everything he knew.
You did always seem to be surprisingly tech-savvy, Rainford name or no, but it all makes sense now. I believe such spirited enthusiasts are known in some circles as geeks. No, I had no idea you were one. I am not. Ich finde, das ist voll was Positives. Sei doch stolz drauf, Alisa. Oh, got it. Is it fixed now? I think so. I just need to reassemble the frame, disable the circuit breaker, then... Yes! That was quite impressive. Well done, Elisa. A commendable achievement, to be sure. I couldn't have done it without you guys. Thank you so much for helping me with this. Da steht thanks, aber egal. It's nothing to get all teary-eyed about. Teary. Tears. Tears? Tears. Uh-oh. It sounds like a music box. I thought it was just a regular pocket watch. I bet we need a special alloy sheet to enable it to make this sound. We need it. Das ist bestimmt eine Melodie, die man ihr früher zum Einschlafen vorgespielt hat oder so. Das wäre jetzt der Klassiker, irgendwas aus der Kindheit. I can't believe you managed to make something this complex by hand. You made some pretty amazing stuff, but this... What? Oh, wie schön. A photograph? A wedding photo, it seems. Irina brought it over to me when Rainford's labs weren't up to the task of fixing the thing, so she came to me as a last resort, said if I couldn't fix it, then it wasn't a big deal though. Das wird sie jetzt nur noch wütender machen, dass sich die Mutter davon so lieblos getrennt hat. Krass, aber vielleicht wusste sie gar nicht, was da alles noch drin steckt. Oh, jetzt gibt's Konfrontation. Ich hatte gehofft, dass es so eine Szene gibt. Cool. Mother? At least knock before you come in. What would you have done if I had a guest in here? Ich glaube, das wäre jetzt ziemlich egal in der jetzigen Situation. I know all about what happened with Father's pocket watch. How can you be so indifferent to it? I saw no reason to keep it around. If it no longer functioned, that's all there is to it. Is that all you wanted to ask? Oh. I suppose you're right, in a way. When you're running a company this big, you need to prioritize efficiency above all else. Sometimes that might mean cutting things out of your life that are important to you for the sake of the big picture. I can see that. Whether that's the right attitude to take, I don't know. And that's not for me to decide anyway. Ey, ich will diesen Magic Moment gerade nicht kaputt machen, aber ich glaube, Irina hört ihr null zu. Und ich finde diese Rede zur Lage der Nation, wie sie normalerweise Reen immer hält, gerade irgendwie ein bisschen unangenehm, weil Irina juckt das wahrscheinlich gar nicht, schätze ich. Sie wird das nur kurz abbügeln, ist meine Vermutung. But know that if you can't take care of the things that matter to you and you feel the need to toss them aside, then I'll be there to pick those things up and look after them in your place. So hätte ich das nicht formuliert, weil das führt doch dazu, dass eine Irina sich jetzt erst recht sagt, ja, schmeiß ich weg, kann sich meine Tochter drum kümmern, so nach dem Motto. Na gut. I see. Your naivety doesn't appear to have faded any since we last spoke, but I can't say that comes as any surprise. I'll give you credit for showing your beliefs with actions over simple words, Elisa. Wenigstens hat sie ihr zugehört, das ist schon mal gut. Mother, I don't... Dalton, get the car ready to depart. I'll be leaving in 2 minutes. Krass. As you wish, Madam Chairman. Also, dass sie viel zu tun hat, ist okay. Dass sie jetzt nicht alles stehen und liegen lässt wegen Alisas Rede, ist auch klar. Aber es kommt halt alles so zusammen, ne? Man kennt sie halt nur so und das ist das Schlimme. I had no intention of keeping it around as long as it was broken, but if you fixed it, I may as well take it off your hands. Here's your reward. You deserve one for the effort you put into this. Das sind ja fast versöhnliche Worte. Weiß ich gerade gar nicht, was es mit dem Quartz auf sich hat. Mother? Wait a minute, I haven't finished...
Sie muss los. Business. Oh, and I'll be expecting you to have some more concrete ideas by our next meeting. You were the one who chose to make such a bold proclamation. You must always take responsibility for your words. Schwierig. Man nimmt halt jeden Strohhalm, den man irgendwie kriegen kann, um irgendwie auch nur im Ansatz sowas wie mütterliche Fürsorge zu registrieren, aber sie macht es einem echt schwer. That's your mother in a nutshell. Why must she always be like this? Berechtigte Frage. Ich bin jetzt gespannt auf den Quartz. Aber guck mal, es geht noch weiter. Oh. I see she didn't notice what happens when you set it to go around the other way. Doch, das haben wir doch rausgefunden. Oh. Nee, das kennen wir nicht. Our precious treasure. Everything he gave me had to have some unusual trick to it. Well, she's still got a long way to go if she wants to be my successor. But I suppose spending a moment like this now and again isn't so bad. Na, wenigstens eine kleine Erkenntnis, die ein bisschen Empathie vermuten lassen könnte. Ganz bewusster Gebrauch von Konjunktiven an dieser Stelle. So, let's check out what we got. Denn das klingt erstmal ganz interessant. Arts und... aber da ist der Seraphic Ring mit drin. Moment, das macht es jetzt natürlich wieder interessant. Den habe ich auch irgendwann gekauft. Aber noch niemandem gegeben. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Wahrscheinlich das einfach nur vergessen. Keine Ahnung. Okay, jetzt kommen wieder die schwierigen Fragen des Lebens. Ich glaube, das wird am naheliegendsten sein, sich von Harvest zu trennen. Oder vom Reaper. Wobei, nee, hier ist der Speed-Wert. Der ist nicht verhandelbar. Das hier auch nicht. Nee, Harvest muss dran glauben. Das ist einfach der Slot, wo ich nach Bedarf so ein bisschen gucken muss. Wobei, eigentlich ist der Seraphic Ring auch nicht verhandelbar. Eigentlich ist das jetzt für alle Ewigkeit festgelockt. Es sei denn, ich stehe vor einem Boss, der eine ganz konkrete Schwäche hat, die mich dazu zwingt, dann zum Beispiel Ragnar Vortex oder sowas rauszunehmen. Aber wir haben die Mission jetzt damit abgeschlossen. Warte, ich gucke mal eben noch mal kurz, ob wir vielleicht noch mal in ihr Büro können. Wahrscheinlich nicht. Sie hat ja auch das Gebäude gerade verlassen. Aber wir kommen nur zur Residence. Okay. So. Dann hätten wir erstmal das erledigt. Ich habe bei meiner Zusammenfassung am Ende der letzten Folge Gwyn gar nicht erwähnt. Ich hatte schon in der letzten Folge Gwyn irgendwie vergessen und die Mission irgendwie nur noch so halb im Hinterkopf. Am Airport sind wir schon gewesen. Sachsen Mountain Path habe ich mir zumindest die Karte mal angeguckt. Dann ist das jetzt hier eigentlich der letzte Teilbereich, bis ich Ruhr endgültig abhaken kann. Und hier werde ich auf jeden Fall... Okay, ich hätte die Kisten jetzt mitgenommen, aber der Gegner hat mich gespottet. Ich habe es am Geräusch gehört. Das bringt mich dann doch eher dazu, jetzt hier durchzurennen. So, und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese ganze Highway hier aufgebaut war, aus wie vielen Teilen die besteht. Hier hatten wir Encrypted seinerzeit auf der rechten Seite. Hier links war die Stefan-Mission, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, warte mal, ich kann doch theoretisch auch hier unser Pferdchen rufen. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt so viel Zeit spart, aber wir nehmen jede Sekunde mit. Und dann bin ich mal gespannt, was der nächste große Ort sein wird, weil die Karte habe ich tatsächlich gar nicht mehr so genau im Kopf. Ich bin ja auch bis vor kurzem noch davon ausgegangen, dass sich Emir im Süden befindet. Dabei war das eigentlich relativ mittig angesiedelt. So, was haben wir hier? Da ist der Ignis Shrine. Ich glaube, einer, den wir noch gar nicht kennen, wo wir noch nie drin gewesen sind. Und Schwarzdrache Barrier. Da gehe ich auch noch mal vorbeischauen, aber spul vor. Und da wären wir auch schon. Von diesem Song hier im Hintergrund hatte ich nach der letzten Aufnahme so einen Ohrwurm, obwohl ich nicht mal weiß, ob der zu hören war. Aber dieses das, weiß ich nicht, das hat so irgendwas Einprägsames, ich weiß auch nicht.
Und ja, ich weiß, meine Gesangs- und Summkünste sind auch nicht die allerbesten, aber ihr wisst trotzdem, die Trades-Cracks unter euch wissen, welchen Song ich meine, nämlich der gerade im Hintergrund läuft. General Leguin and Brigadier General Bardius are both true masters of combat. Have you ever been fortunate enough to witness them in battle? If not, you may well do so soon. Word is that they've returned from the Western Front. Die haben wir doch zuletzt gesehen bei Rufus in Heimdall. What is General Leguin, Brigadier, Capital? Das ist neu. The 3rd Armored Division is on the move too. Perhaps we'll be able to see those two fight again. Gegen uns vermutlich. Have returned to the capital, da steht's auch nochmal. Okay, bin gespannt. We've received word from the 3rd Armored Division that they're going to be passing through here. We can't exactly pretend to be their biggest fans, but his lordship has insisted that we leave them alone. We'll do as we're told. Ja, am Ende seid ihr auch nur die kleinen Fußsoldaten von ihm. This war's been taking one unexpected turn after another. Now Berea H2 is neutral, and here we are, letting the 3rd pass on through. What's going to happen next? Ja, alles im Chaos, ne? Keiner weiß, wohin jetzt hier die Reise eigentlich gehen wird. Ich bin sehr gespannt. Also ich muss sagen, Rufus ist eigentlich einer mit der interessantesten Charaktere hier auf Antagonistenseite in Teil 2, weil ich seine Motive und sein Ziel irgendwie noch nicht so ganz durchschaue, ehrlich gesagt. Now Kreuzens neutral too. Didn't see that one coming. But it does make sense given what they're accused of. Especially when Princess Elfin's the one during the accusing. Powerful as the Noble Alliance is, they're not gonna try and defend anyone accused of burning their lands. Chances are they're just gonna stay out of the whole thing. Ja, eventually. Ne? Eventuell. Bye. Ja, wir haben kein Geld, immer noch nicht. The soldiers in this province are just as hard-headed as they are hot-blooded. Being stubborn isn't always a bad thing, though. They're like that because they genuinely believe in what they fight for. They're very pure at heart. It's kind of cute when you think about how childlike they are. My husband was the same. Looking at the soldiers in the provincial army always reminds me of my late husband. I can't imagine a job I'd like more. Okay, ich glaube, sie ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Auch mit dem Grundverständnis, was sie für die Leute hier mitbringt. Das ist, denke ich mal, durchaus hilfreich für ihren Job, den sie hier ausübt. So, ihr Lieben, wir sind damit durch mit allem, was das Gebiet in und um Ruhr anbelangt. Es sei denn, ich habe jetzt noch irgendwas vergessen. Ich hoffe allerdings nicht. Beryl habe ich noch im Hinterkopf. Die ist irgendwann zu uns gestoßen, aber ich wollte noch auf den zweiten Studenten warten. Deswegen werde ich mich jetzt hier noch nicht auf die Suche begeben. So, Plan war ja von Norden nach Süden. Hier haben wir gerade schon einen kurzen Blick drauf geworfen. Schwarze Drache Barrier hatten wir. Das heißt, Celtic wäre, wenn ich jetzt hier auf dieser Höhe von links nach rechts gehe, eigentlich der nächste Anlaufpunkt. Aber ich starte hier, weil das vom Park aus ja nur in die eine Richtung weitergeht. Und kann man mal machen. Wobei, ich dachte, ich würde jetzt direkt im Park anfangen. Das ist irgendwie anders in Erinnerung. Auf den ersten Blick, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, doch, ich bin hier den Weg schon einige Male in Teil 2 entlang gelaufen und habe geguckt. Ich würde das mal wieder entsprechend abkürzen. Ne, hier war nix, auch unterwegs nix. Kein grünes Ausrufezeichen, kein gelber Punkt, kein gar nichts. Also können wir hier erstmal einen Haken dran machen. Ist das hier eine Lauferei durch den Park, ey? Warum steuere ich eigentlich Reen? Ich erinnere mich noch dran, wie ätzend das war, weil du kannst dich von diesem Park halt nicht auf die Courageous rüberporten, hochziehen lassen, wie auch immer. Und ja, dadurch musst du halt den kompletten Weg jedes Mal lang latschen. Und es gibt spannendere Dinge im Leben. Hey Johnson, Paul's daughter seems to be in critical condition. So he's asked me to look after the fields for a while. She's a real kind, cheery girl too. I wish there was more I could do for them. I wish there was more I could do for both of them, but I suppose all that I can do is try to run things here. I can pray that Louisa recovers soon.
Ah, es geht um Luise. Okay, die haben wir jetzt zuletzt verletzt in ihrem Bett vorgefunden. Sie lag, glaube ich, sogar im Koma, wenn mich nicht alles täuscht. Hier kann ich auf jeden Fall gerade nichts machen. Ich bin sehr gespannt, wie es in Celtic aussieht, wenn wir dort wieder ankommen. Ob es vielleicht auch gute Nachrichten gibt. Also im Zusammenhang mit Luise scheinbar auf jeden Fall nicht. Den Zahn hat er uns gerade schon gezogen. Aber gab ja auch noch ein paar andere Leute, die davon betroffen waren. Und vielleicht sind ja andere wenigstens genesen. Wir werden sehen. Oder es ergibt sich eine Mission, wo wir dann Luisa aushelfen können. Das könnte natürlich auch sein. So, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Die Trista Highway könnten wir mal probieren. Weil dann habe ich diese Sackgasse, wo vermutlich nichts sein wird, auch einmal schon weg. Und irgendwie glaube ich nicht, dass dort irgendwas auf uns wartet. Da habe ich hier auf den Zwischenebenen meistens immer ein bisschen mehr Hoffnung. So, wie sieht es hier aus? Irgendetwas Auffälliges. Ich kann doch einfach rauszoomen, ne? So, da ist nämlich eine Kiste. Schon x Male gesehen. 2 sogar. Aber wir kommen halt nicht durch. Ich kann jetzt gucken, ob die da irgendwas Neues sagen, aber das wird vermutlich nicht der Fall sein. Ne, immer noch das Gleiche. Alles klar. Versuch macht klug. Haken dran, weitermachen. Ich glaube, ich kann von hier aus auch gleich mit einem Pferdchen weitermachen. Ich habe nur Angst, dass ich hier den Gegner nicht so gut ausweichen kann, weil du kannst ja halt keine so eine enge Kurve reiten, sage ich mal. Aber hat scheinbar alles geklappt. So. Oh, wie bedrückend die Stimmung gleich wieder ist, ne? Kaum, dass man nicht hier ist. Ah, guck mal, aber wir haben auf jeden Fall ein grünes Ausrufezeichen. In der Kirche. Wer war hier zuletzt? War das Rosine? Oder Rosine? Das könnte eigentlich sein, ne? Ich glaube, sie werden wir hier mitnehmen. Also, wenn sie sich überhaupt anschließen möchte. Antreffen wäre vermutlich der richtigere Begriff. Ja, die tummeln sich alle draußen. Häuser sind relativ leer, aber wir haben ja hier so viele Leute schon gesehen. Na, dann mal gucken, ne? Guten Tag. Und? Wie ist die Lage? Oh, thanks for assisting with Duke Alvarea's arrest. Maybe now the townsfolk will be able to start moving past what happened. Of course, it's clear that alone won't be enough to heal their scars. We've been doing what we can to support the townsfolk, but they remain in low spirits. I wish there was something we could do for them. Ich wünschte auch, dass es das gäbe. Ich würde mich da auch mit einbringen. Aber die Verhaftung von Alvarea ist vielleicht schon mal der erste kleine Schritt in die richtige Richtung, den es gebraucht hat. What the hell? I rushed all the way back here after hearing what happened, and this is what I'm greeted with? And what's this about the market manager being killed? I can't believe those... Do we even count as people to them? I wasn't even gone for that long either. Why did this happen? Ich habe leider keine Antworten für dich. Entschuldigung, zumindest keine zufriedenstellenden. I came from Heimdall as fast as I could after hearing the news. Please tell me what they're saying about the market manager isn't true. He can't actually be gone. The market manager was always so devoted to doing everything he could for both Celtic and the Grand Market. How could someone as compassionate as him become a victim? Es trifft halt meistens immer die Falschen. Das ist in Real Life genauso. So, keine Ahnung. Wenn Autounfälle passieren, sind so oft die Verursacher, kommen da immer heile raus. Und die dafür nichts können, die kommen dann immer zu Schaden oder sogar zu Tode. Und das lässt sich auf so viele andere Beispiele übertragen. Es ist einfach nur unfair manchmal. We've lost both the market manager and the Grand Market. Is there anything we can even do at this point? I'm at a complete loss here. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, egal was man solchen Leuten entgegnet, alles wäre irgendwie unangemessen und deplatziert. I don't even know what to do anymore. No one's gonna want to buy newspapers at a time like this. I hate this. The market manager gave his life to save me. How can I possibly pay him back for that? Ich weiß auch nicht. Schwierig. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht beantworten.
Ich bin schlecht in sowas. Ich kann gut zuhören und gut trösten, aber ich finde, manchmal ist die Definition von Trost auch einfach nichts zu sagen, weil alles irgendwie falsch wäre. Perm's been like this ever since the market manager died. I don't think there's anything I can do for her either. Even York can't bring himself to make jokes anymore. What do we do now? The least I can do for now is organize all the documents the market manager left for us. It's up to me to keep my head on straight if everyone else is out of the game. Ich glaube, rückblickend betrachtet werden alle sehr, sehr froh sein, dass du hier unterstützt hast. Aktuell haben sie wahrscheinlich dafür den Kopf alle nicht. I'm sorry, Otto. Times like this are when I should retain my composure. I'm so sorry, Otto. I'm a failure of a wife. Oh mein Gott, wie furchtbar. Tja, keine Ahnung, da fehlen auch mir die Worte. Beim letzten Mal standen hier noch einige an seinem Bett. Ich weiß gar nicht mehr, wer das namentlich alles gewesen ist, aber einer davon war bestimmt der Herr gerade, der am Bücherregal stand. So, warte mal, ich gehe mal erstmal in Richtung Markt. Beziehungsweise das, was davon noch übrig geblieben ist. Standing around doing nothing is no good for any of us. The least we can do is clean the mess up. I bet you everyone would already be back to work if the market manager were here. There's nothing we can do about that though, nothing at all. Ich glaube auch. Ich glaube, die würden damit komplett anders umgehen, wenn Otto noch da wäre. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal die Zerstörung, sondern eher Ottos Verlust, der die Leute hier so runterzieht und betroffen macht. Lyman asked me to get the store prepared for him, which I can only assume means that he's planning on getting back to work despite his injuries and the state of the Grand Market. He's as reckless as ever. Still, I can't just sit around when he's so intent of refusing to give up. Lyman's always been the type to pour everything he has into his business. That's as sure as the sun rising. That's why I do everything I can to support him. Macht wahrscheinlich auch Sinn, wobei in der Zeit würde das Geschäft überhaupt brummen? Steht den Leuten überhaupt der Sinn nach Einkaufen? Wobei er verkauft ja Lebensmittel, ne? Also das brauchst du ja im Grunde genommen jeden Tag. They destroyed all my honey. They were my little babies. I spent so long gathering them up from all across the country. But they didn't care. They pay for this. I make them regret this day. Just you wait, you Arbarea. I'll make you regret this day for the rest of your life. Also ich verstehe ihre Reaktion. Pragmatisch betrachtet eher unrealistisch, dass sie was ausrichten kann. Aber wir machen das schon in ihrem Namen. Im Namen von allen Leuten hier aus Celtic, nicht nur für sie. So, hallo Gauche. I came over to help with clearing up the debris, both for the townsfolk and the market manager's sake. I can hardly believe my eyes, though. What's gonna happen to all the folks who lost their homes? I came to help, but there's only so much I can do. Guess I'll start with clearing up all the rubble. Ja, ein Anfang. Ich will eine Sidequest haben. Ich will mich ja auch nützlich machen und irgendwas für irgendwen tun. Ich fühle mich immer so nutzlos, wenn ich hier rumlaufe. This won't do. A man can't sit around crying all day. We need to clear all this mess up. Otherwise we'll never be able to make it up to the market manager. This won't do. A man can't sit around crying all day. Naja, doch. Warum nicht, wenn es nicht anders geht? Our house was burnt down, so we're staying at the inn for now. I don't even know what to do with myself now that the Grand Market's gone. Ich weiß auch nicht. Ey, ich bin so, weiß ich nicht. Ich würde mir das am liebsten alles anhören, ohne es zu kommentieren. So. Hier sind auch einige unten. Wer ist denn hier oben? Haben wir einen Gast hier gerade in Celtic? Hallo, fine. It still hasn't sunk in that my home's been burned to ashes.
I wasn't aware at the time, but the attack was ordered by Duke Alberea, wasn't it? I'm glad he was arrested. Any other outcome would have been unacceptable after the loss of the market manager. I'm glad that Duke Alberea was arrested, but even that won't bring my home back in the end. Und ich laber hier irgendwas von einem Gast, den sie hier haben. Dabei muss sich hier jemand niederlassen, der sein Haus verloren hat. Also, siehst du, deswegen ist es manchmal besser, einfach nichts zu sagen. Ein Fettnäpfchen jagt hier das nächste. Guten Tag, Gibson. Both my store and my goods were all burned up. That's about the only thing I have left now. What exactly does Idios expect me to do here? It's all over for me. I've got absolutely nothing left now. Oh, ich weiß nicht. Ich würde so gerne sagen, ey Leute, ich unterstütze euch, ich gebe euch Kohle. Ich habe selber keine. Ich mache alles für euch, was ich tun kann. Louisa still hasn't regained consciousness. Please, Idios, bring her back to us. I'm begging you. It's too early for you to take her away. She's barely had the chance to live. Louisa still hasn't regained consciousness. Please, Idios. Furchtbar, ey. Können wir uns nicht leisten. Was habe ich hier von mindestens 3? Ja, 4 sogar. I should consider myself lucky that I've still got this place when others have lost their homes. Yet I find little comfort in that fact. I just want Louisa to open her eyes. I should consider myself lucky that I've still... Ja, ich weiß nicht. Ey, das wäre krass, wenn die Entwickler sie jetzt auch noch sterben lassen würden. Das ist ja irgendwie so ein doppelt und dreifacher Schlag in die Magengrube. Warte, lass mich kurz überlegen. Mit ihr hatte ich schon gesprochen. Hier war ich noch nicht. Hello, York. Otto devoted his life to turning Celtic into a flourishing town. That's why I won't let it end like this. His efforts can't just go to waste like this. You protected this place and everyone in it, Otto. Now it's my turn to do the same. Vielleicht braucht es jemanden, der hier einfach wieder die Zügel anzieht und bereit ist, sage ich mal, in seine Fußstapfen zu treten und die Leute wieder ein bisschen zu motivieren, auch zu peppeln, je nachdem. Hello, hello, hello. What are you offering? Auf jeden Fall nichts, was wir unbedingt bräuchten auf den ersten Blick. Not exactly in the mood to have the store open right now, but my old man told me to get behind the counter anyway. I hate to admit it, but he was right. We've gotten a few customers in today. Most of them were looking for saws and other tools to deal with all of the rubble, though. Well, we're open for business at least. Can't say I'm too fond of seeing our regulars looking so depressed. Ich finde, das ist auch nichts, woran du dich gewöhnen solltest und ich hoffe, das bleibt auch die absolute Ausnahme in deinem Leben. Ey, so krass einfach. So, warte mal, hier die kleine Mina oder wie sie hieß mit ihrer Katze. Ah, nee, die ist ja gar nicht. Wo sind denn die Kids? Wahrscheinlich in der Kirche. Hey, Osette. My family is safe and sound, fortunately enough. The question is where we go from here, however. We've lost both the market manager and the grand market in one fell swoop. Everything seems so hopeless. Why can't this war end already? Let the soldiers fight among themselves without involving us. Und das ist genau, damit fasst ihr auf den Punkt zusammen, was mich am Krieg eigentlich am allermeisten abfuckt. Nämlich, dass Unschuldige da immer wieder mit reingezogen werden. Ja, das kann ich dir nicht beantworten, weil ich mir genau die gleichen Fragen stelle. I'm so sorry, Osette. Ich würd dich in den Arm nehmen, wenn wir uns persönlich sehen würden. Wenn du das wollen würdest, natürlich. Hello, Zirbel. We've done all we can at this point, that much is certain. And even so, Louisa has yet to regain consciousness. No, I can't let myself lose heart so easily. Besser ist. The Bracer Guild was courteous enough to provide us with aid to help keep us going. I cannot allow myself to falter here. As long as I still stand, I will help those in need. Das ist auch gut so. Schön, dass wir dich haben, Vater Zürbel. Da bin ich bestimmt nicht die Einzige, die das so sieht. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, guck mal.
Molbä. Die mit dem kompliziertesten Namen. Kelly is done for. Those steel knights will be back to finish the job soon enough. It's all over. There's nowhere to run. Kelly is done for. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt nochmal eine zweite Welle kommt. Aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt besser, vermutlich. Kannst du sie vielleicht ein bisschen aufpäppeln, Flint? That should take care of everyone with minor injuries. However, it's far simpler to treat bodily wounds than it is to take care of the mental ones we've all sustained. I haven't quite recovered in that respect myself, truth be told. Celtic has suffered an irreplaceable loss. It's painful to know just how powerless I am in the face of such circumstances. Deswegen habe ich generell Respekt vor allen Seelsorgern da draußen und vor Rettungskräften vor allen Dingen. So, nämlich genau deswegen. Wenn du selber psychisch so belastet bist durch Situationen wie diese und dann aber für andere auch noch stark sein musst, das ist schon anspruchsvoll auf so vielen Ebenen. I'm praying for Jake to wake up soon. Idios will listen to me. I know she will. Lulu, you need to pray too, please. Oh. Und was passiert mit so einer kleinen Kinderseele, die sich so in ihr Gebet reinsteigert und am Ende wird der geliebte Mensch, für den du betest, dann doch sterben? Was macht das? Was macht das mit deiner Glaubensausrichtung für die Zukunft? Schwierig. Hallo, Tran. I'm keeping an eye on Daddy. Mommy asked me to make sure he does not do anything crazy since he still has not healed up. He's just been talking to himself for a while now, though. I hope he did not whack his head somehow. Das ist der Vater von der Becky, ne? Der, wie wir von seiner Frau erfahren haben, bald wieder seinen Markt eröffnen will. Oder seinen Stand. Daddy's here to get his bandages changed. He should probably be lying down instead, though. Ja, den zieht's halt zurück zur Arbeit. Das ist nicht gerade vernünftig in diesem Moment. I cannot give in here. Being a merchant is all about working for others' sake. Same goes for the grand market too. There's people who need us, so I cannot give in just cause things are rough for me. Things cannot go on like this. Everyone else must have their own ideas too. We cannot give up just yet. Ja, aber keinem ist damit geholfen, wenn du dich selber gesundheitlich so belastest, dass du am Ende nur noch länger ausfällst. Also wenn du im Sinne der anderen handeln willst, dann passt du erstmal ein bisschen auf dich selbst auf. Das wäre jetzt so meine Mutter-Theresa-Empfehlung. Susie, this is all my fault. I'm so sorry, Jake. Nein, das ist nicht deine Schuld. Ich glaube, die hat sich beim letzten Mal schon Vorwürfe gemacht. Der kommt schon wieder hoch, hoffentlich. Damn it, my store. Try to stay still, Marco. Okay, ich kann mit den Leuten hier nicht einzeln sprechen. Warte mal, ich versuche mal Marco nochmal anzusprechen. Warte, von hier aus? Nee, läuft immer aufs Gleiche hinaus. Ist auch okay, dass sie mich ignorieren. Father Zerbel is so exhausted after all the time he spent making medicine and looking after everyone. Is there nothing I can do to help him? If only Louisa and Jake would regain consciousness, that would take such a weight off his shoulders. Father Zerbel is so exhausted after all. Is there nothing? Hier wiederholt sie sich. Oh, aber guck mal, ihm geht's schon ein bisschen besser, oder? Oder sieht das nur so aus? Father Zerbel and the sisters have really helped in my recovery, but seeing all the destruction makes my heart sink. Those soldiers didn't even spare the kids. Part of me wonders if they got some sort of twisted satisfaction out of this. They said Yuga Barea was behind this. Why, though? What would he gain from doing something so inhumane? Tja, keine Ahnung. Die Frage würde ich gerne an ihn weitergeben, aber bisher hatten wir die Gelegenheit dazu noch nicht. Beziehungsweise Justus hatte die Gelegenheit, aber er hat sich gut verhalten, finde ich, als er ihm begegnet ist, seinem Vater. Come on, sis, wake up already. Me and Dad are hopeless without you, so please. Come on, sis, wake up already. Sieht eher schlecht aus, wenn man den anderen Leuten Glauben schenken darf. She's unconscious. Krass.
Ich hoffe echt auf diese eine Folge, die den erlösenden Hinweis bringt, die erlösende Nachricht, dass sie wieder aufgewacht ist und auf dem Weg der Besserung. Ich bete gedanklich auch für sie. Oh, did you see my request? Thank you ever so much. Although I was hoping that Elliot would be with you, there are matters that I'd like to discuss with him specifically. Oh yeah, you did mention him in your request and I kind of forgot, sorry. Stay right here, we'll return with him before you know it. Tun wir das? So, das tun wir natürlich. Ich hole mal Elliot kurz mit dazu. Und da wären wir. Guck mal, wen ich dabei habe. Thank you so much for coming, everyone. I assume you saw my request? Sure did. So you're trying to organize a concert for the people here? And you wanted my input as well, right? That's correct. I realize you're all busy, but would you be able to help me with this? Deswegen sind wir hier. Of course, it would be a pleasure. Anything to help the townsfolk? It would be my pleasure to help fellow Kreuzen citizens. I'm willing to do anything that will count towards atoning for my father's actions. Thank you so much, everyone. Only a few days have passed since the town was attacked, yet repair efforts are already underway. The RMP has been providing us with relief supplies, while braces from the guild visit from time to time as well. Celtic does seem to be in a better state than when we last saw it. Good to hear that the guild's helping out too. That said, though, it's very clear that the townsfolk are still shaken from the attack. Plenty of them are still haunted by visions of what happened, unable to zweimal sleep at night. Well, like you said, it's only been a few days. It will most likely be a long time before they can move on from this. That's why I've been desperately trying to think of a way to help heal the scars that traumatic experience has left. Eventually I decided it might be a good idea to hold a concert here at the church. A concert, huh? That brings back memories of the one we held in the chapel in Trista. That was the very inspiration for this idea, actually. I'd like to believe that a concert as lovely as that one could cheer the townsfolk up, if even a little bit. I see. That would explain why you would need Elliot's input then. I think it's worth a shot. Music definitely has a positive influence on people. I've experienced that firsthand. It might not be enough to help them move on completely, but it should at least let them start taking the first steps. Looks like we're decided then. You can count on us, Rosine. We'll help with whatever you need. Truly? Oh, wonderful. Now then, where should we start? The three things we need are a venue, performers, and instruments. What location, performers, and instruments we get will determine what kind of concert we can hold. We are already good on the location, since this church will be more than big enough for our needs. That just leaves the performers and instruments then. That's definitely going to be the hard part. We don't exactly have the time to practice like we did when we were preparing for the festival. Indeed, we're ideally going to need people who already have both the experience and instruments needed. Elliot and his fellow club members would be a good place to start, I think. Yeah, I think so too, and luckily I brought my violin from the academy, so I'm already good to go. We haven't found everyone from the wind orchestra yet, but I asked the ones we have later. It might be a good idea to head to Ruhr and ask Instructor Mary to join as well. Sounds like a plan. Let's not forget Fiona either. You and I both know that she'd be a great addition to this concert. Yeah, we should definitely ask her. I think that just about covers everyone we can ask. Hopefully we'll be able to find some other people as well. Now that I think about it, we did come across that one guy in Berea Central Plaza. Der André oder was? Maybe he'd be interested in helping. We still have instruments to worry about, but I suppose all we can do is try and procure those while gathering performers. Either way, we should start searching. I'll do what I can to get everything ready here for the concert. Good luck, everyone. I do hope everything works out for the sake of the townsfolk. Leave it to us. Klingt, als wäre das ein bisschen aufwendiger, aber Challenge accepted, würde ich sagen. Gut, ihr Lieben, wir werden an genau dieser Stelle beim nächsten Mal dann
weitermachen. Ich werde jetzt an dieser Stelle den Part beenden, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!